Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Race Navigator Pro. Ich habe ja bereits ein Gerät von Race Navigator im Einsatz, und zwar den Race Navigator One. Ich habe dafür ja auch einen speziellen Halter gebaut, um den Race Navigator One nicht in der Frontscheibe platzieren zu müssen, so wie das normalerweise gedacht ist mit diesem Saugnapfarm, sondern ich habe ja mir eine entsprechende Haltevorrichtung oder einen entsprechenden Halter gebaut, der genau in meinen Cupholder bei meinem M2 reinpasst. Das heißt, ich platziere den hier in meinem Cupholder und hier oben schließe ich dann mein Race Navigator One an. Da verlinke ich euch oben jetzt die Videos dazu. Das funktioniert soweit gut, allerdings gibt es eine Sache, die mich ein bisschen stört, und zwar, wenn ich den Race Navigator One umgekehrt hier auf meinem Halter montiere, denn der Race Navigator One, der hat zwei Möglichkeiten befestigt zu werden, beziehungsweise man kann ihn über zwei Punkte befestigen. Ich zeige euch das jetzt einmal schnell. Nicht wundern, es geht gleich weiter mit dem Race Navigator Pro, aber das eben als Erklärung, warum ich jetzt das Gerät wechsle. Denn von den Funktionen her ist der Race Navigator Pro für mich, für meinen Einsatzzweck jetzt nicht höherwertiger oder anders als mein Race Navigator One. Und den kann man eben hier oben montieren oder aber auch hier auf der Unterseite des Geräts. Und ich montiere ihn, wenn ich ihn in meinem Cupholder betreibe, also die Haltevorrichtung in den Cupholder und den Race Navigator One dann nachher hier oben drauf setze, dann betreibe ich ihn eben in einer Kopfüberstellung. Und da hätte ich es jetzt schön gefunden, wenn man die Anzeige einfach im Menü irgendwo drehen kann. Ähnlich wie es das in Windows auch gibt, wenn man zum Beispiel einen Monitor einsetzt und den zum Darstellen von Druckdateien nutzt oder eben über Kopf, dann kann man die Anzeige ja auch drehen, und so eine Funktion habe ich eben gesucht. Ich habe mit den Support-Mitarbeitern von Race Navigator gesprochen. Scheinbar war ich bisher der einzige Kunde, der so eine Anfrage gestellt hat. Das heißt, ja, wenn da jetzt nur einer diese Anfrage hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sowas implementiert wird. Man kann zwar die Kameras und alles drehen, aber das gesamte Display eben nicht. Und aus diesem Grund und auch aus dem Grund, dass ich hier an dem Pro nochmal ein bisschen mehr Funktionen habe und mehr Flexibilität, habe ich mich jetzt eben entschieden, den Race Navigator Pro einmal auszuprobieren. Zum einen will ich das Gerät auch fest im Auto verbauen. Also sprich, ich möchte die Box und die Kabellage alles immer im Auto lassen, damit ich am Trackday selber nicht mehr so viel Zeit verliere oder am Tag vor dem Trackday. Denn ich muss ja aktuell immer alles im Auto verkabeln. Die Stromanschlüsse, die Positionierung des Geräts und die GPS-Antenne und so weiter und so fort. Und da geht immer ein bisschen Zeit drauf, und das möchte ich mir in Zukunft eben sparen, indem ich, wie gesagt, einen Teil des Setups bereits im Auto verbaut lasse. Und deswegen eben der Schritt hin zu der Pro-Version. Jetzt schauen wir da mal rein. Ein großer Unterschied ist zwischen Pro und Race Navigator One. Der Race Navigator One, der kommt in so einem Hartschalenkoffer. Den habt ihr eben einmal kurz gesehen. Ich zeige den noch mal kurz zum Vergleich. Das ist, wie der Race Navigator One geliefert wird. Hier in so einem Pelikan-Case. Wirklich schön gemacht und aufgeräumt. Das ist übrigens dieser Standardhalter, von dem ich vorher gesprochen habe, mit dem ihr das Gerät normalerweise in der Windschutzscheibe befestigt, also den Race Navigator One. Auf die gleiche Art und Weise könnt ihr theoretisch auch den Pro befestigen. Dazu braucht ihr halt noch einen Adapter, aber das würde theoretisch gehen. Den Pro, wie gesagt, will ich aber fest irgendwo im Auto verbauen, irgendwo auf der Beifahrerseite, und damit ich da eben nicht mehr so oft rein und rausbauen muss. So, und das ist jetzt, wie gesagt, der Inhalt in der Box. Was ist hier drin? Ich habe mir eine Kamera dazu bestellt. Ich muss sagen, ich habe das Ganze schon mal ausgepackt gehabt und auch so ein bisschen rumprobiert. Mit der Kamera habe ich noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ja, da dann später mehr dazu. Was in der Box dabei ist, wie gesagt, die Haupteinheit ist dabei. Der Unterschied hier bei der Haupteinheit, wir haben noch mal einen USB-Anschluss mehr. Wir haben hier hinten jetzt 3 Stück. Ich hole noch mal zum Vergleich den Race Navigator One. Da haben wir nur 2. Wir haben eigentlich hier auch 3. Man sieht das hier hinten so ein bisschen.
Da ist halt nochmal ein Anschluss, aber der ist jetzt von einem Kühlgitter hier verdeckt. Ansonsten sind die Einheiten ziemlich identisch aufgebaut. Haben also auch hier an der Seite nochmal einen USB in einen Ausschalter. Ein weiterer Vorteil von der Pro-Version, die hat nochmal ein bisschen mehr Speicher. Da habe ich jetzt die größte Version genommen, die verfügbar ist, 256 GB. Da muss man da nicht so sehr aufpassen, wenn man jetzt den ganzen Tag fährt, dass man immer wieder ein paar Runden löscht, sondern kann da einfach durchgehend aufnehmen. Bei dem Race Navigator One gehen nur 64 GB drauf und da muss man halt ab und an mal ein bisschen gucken. Dann das hier ist jetzt das Display, das kann man frei positionieren, das ist ein Wi-Fi-Display. Die Wi-Fi-Geschichte ist auch, ich habe das schon mal ausprobiert, ja, es ist halt ja, kabellos und hat deswegen manchmal auch so ein bisschen Latenzprobleme und ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir mal so. Und die andere Geschichte, es ist zwar ein Wi-Fi-Display, aber ihr braucht natürlich trotzdem Strom, das heißt also ein Kabel habt ihr trotzdem dran. Ja, kann man machen. War jetzt für mich nicht kaufentscheidend. Das werde ich dann später eben hier mit meinem Halter verbinden, den ich ja schon habe. Ich demonstriere das jetzt mal so ganz grob. Schauen, ob ich den hier kurz ein bisschen reingedreht bekomme, damit ihr das seht, wie ich das meine. So würde das dann später in meinem Cupholder sitzen. Dann kann ich den Display eben, dann ist der Display mehr oder weniger die einzige Geschichte, die ich dann im Auto vor dem Trackday verbauen muss und eben wie gesagt die Kabel kurz einstecken. Also ich werde alles von der Kabellage her, da kommt dann nochmal ein separates Video, wo ich euch den Einbau zeige, werde ich mit den Kabeln alles vorverlegen. Aber diesen 12 Volt Stecker, den es ja da noch gibt, um die Geräte mit Strom zu versorgen, den werde ich dann eben tatsächlich immer nur einstecken, wenn ich das auch wirklich betreibe, damit hier meine Batterie, ich habe ja so eine kleine Lightblocks Batterie, damit die eben nicht so schnell leer geht. Was im Paket dabei ist, ist unterschiedlich, je nachdem wie ihr das Set bestellt. Also es gibt vorkonfigurierte Sets, ich habe jetzt was Individuelles bestellt, denn in den Sets sind immer 2 Kameras dabei. Ich habe aber bereits eine Full HD Kamera, hätte bedeutet, ich hätte nur unnötigerweise eine Kamera bestellt, die ich nicht brauche, kostet ja alles Geld. Deswegen habe ich jetzt nur die Basiseinheit bestellt, so eine normale HD-Kamera, die dann später, ich habe ja immer so ein 2-Kamera-Layout bei meinen Trackdays, wenn ihr da in meinem Kanal mal die Videos anschaut. Das heißt, unten links im Layout sitzt bei mir immer die Bildinformation von mir im Fahrzeug und sozusagen das Gesamtbild ist dann eben die Full-HD-Kamera nach vorne und genau dieses Layout werde ich weiterverwenden und dafür eben die 2 Kameras, einmal die Kamera, die ich bereits hatte, plus die HD-Kamera, also die ist dann nicht Full HD, sondern nur HD, die mich dann nachher im Auto filmen wird, aber das ist komplett ausreichend, da das ja nur ein ganz kleiner Teilausschnitt unten links im Bildrand ist, auf dem Video-Overlay. Insofern ist das in Ordnung. Dann ist hier noch Montagematerial dabei für die Einheit. Da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden, wie das nachher funktionieren soll. Da werde ich mir wahrscheinlich was Eigenes basteln, also eine eigene Haltemöglichkeit. Dann habe ich hier so einen OBD-Stecker. Ich habe ja erwähnt, das Display braucht Strom und die Haupteinheit, die braucht verständlicherweise auch Strom. Und dadurch, dass man jetzt eben 2 Geräte hat, bräuchte man praktisch zweimal diesen 12-Volt-Stecker. Und ich wollte nicht so viele extra Stecker dauerhaft in meinem Auto belegen, beziehungsweise nicht beide Zigarettenanzünder dauerhaft belegen. Und dann gibt es hier scheinbar die Möglichkeit, das muss ich auch noch ausprobieren, dass man sowohl Daten über OBD als auch 12 Volt über OBD beziehen kann. Das heißt, ich stecke das hier in meinen OBD-Anschluss im Auto. Dann gibt es hier so ein Adapterkabel und da am Ende kommt hier dieser 12 Volt Anschluss raus, der angeblich auch Daten in die Haupteinheit senden soll. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Man hat mir das so verkauft. Ich bin mal gespannt, ob das sich nachher in der Realität auch so bewahrheitet. Das mal so ein kurzer Überblick über das, was jetzt in der Box ist. Und jetzt noch ein ganz kleiner Blick auf das Gerät selber und auf die Inbetriebnahme, die Kopplung mit dem Wi-Fi-Display und die ersten Schritte im Menü. So, bevor es jetzt aber darum geht, einmal zu zeigen, wie die erste Inbetriebnahme des Geräts aussieht. Ich habe das vorher schon einmal gemacht, damit ich jetzt hier nicht durch die Menüs stolper oder eben so erste Anlaufschwierigkeiten habe, denn so ganz reibungslos ist es tatsächlich nicht. Möchte ich aber noch erwähnen, also alle Videos, die ich hier auf meinem Kanal mache, die Geräte kaufe ich alle selber, da bekomme ich kein Geld dafür
Das sind ehrliche Bewertungen, das heißt, also ich habe ja auch schon Videos gemacht von irgendwelchen Frontstoßstangen, die halt totaler Müll waren, dann sage ich das auch. Oder von Dingen, die sehr gut sind. Bei manchen Sachen gibt es gute Eigenschaften und schlechte. Also egal wie es ist halt immer meine subjektive Meinung zu dem jeweiligen Produkt. Und genauso ist es hier auch. Prinzipiell bin ich ein Riesenfan von den Race Navigator Geräten und hatte bisher auch wirklich relativ wenig Probleme damit. Sonst hätte ich mich jetzt auch jetzt nicht für diese Pro-Version entschieden. Die Geräte sind ja doch relativ teuer. Aber eine Sache möchte ich noch auf jeden Fall erwähnen. Eine positive oder eine sehr positive und eine sehr negative Sache. Die sehr positive Sache jetzt vielleicht mal zuerst. Bestellt habe ich das Gerät an einem Donnerstag. Da habe ich dann auch die Überweisung fertig gemacht und das Gerät bezahlt. Am Freitag wurde mir bereits mitgeteilt, das heißt, da ist die Überweisung dann schon eingegangen, dass das Gerät jetzt auf dem Versandweg ist, beziehungsweise versendet wird. Das heißt, das ging super schnell und es war sogar dann per DHL Express in der gleichen Woche am Samstag noch da. Also wie gesagt, Donnerstag bestellt, Donnerstag per Banküberweisung bezahlt. Freitag haben sie die Überweisung erhalten bei sich und haben dann am Freitag das Gerät auch noch verschickt. Und es ist sogar am Samstag eingetroffen. Das heißt also in Sachen Versand wahnsinnig schnell. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Jetzt aber die negative Sache, um das Gerät, sage ich mal, zu Hause und nicht im Auto betreiben zu können, braucht man ja so einen Netzadapter. Dieser Netzadapter ist bei jeder Basisbox immer mit dabei. Auch bei meinem RN1 war ein solcher Adapter dabei. Man sieht hier, es ist der gleiche Hersteller. Es ist lediglich, das Modell hat sich ein bisschen geändert. Was aufs erste Gefühl auffällt, das ist das etwas ältere Gerät oder der etwas ältere AC-Adapter von dem RN1. Der ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Das ist nicht viel, aber er ist ein bisschen schwerer und das ist der neue, der jetzt bei dem RN Pro mit dabei war. Und der ist leider komplett tot. Das heißt, der ist komplett außer Funktion. Der hat hier unten so ein kleines Kontrolllämpchen. Das leuchtet nie. Das kann jetzt natürlich ein Defekt am Lämpchen sein, aber wenn ich jetzt hier in die Anschlussbuchse mein 12 Volt Adapter oder meinen Zigarettenanzünderadapter einstecke, dann kommt hier ist auch nochmal so ein Kontrolllämpchen, dann leuchtet das auch nicht. Das heißt also, bei dem Preis, den man für diese Geräte hier zahlen muss, da erwarte ich einfach, dass man, bevor man das an den Kunden schickt, auch wenn man, wie gesagt, das so super schnell versendet und das wirklich positiv ist, aber da erwarte ich, da darf sowas einfach nicht passieren. Man muss das vorher testen, bevor das an den Kunden rausgeht. Also das ist echt ein No-Go. Hätte ich jetzt nicht noch den alten Adapter gehabt von meinem RN1, könnte ich das Gerät nicht mal in Betrieb nehmen. Ne? Denn also ohne diesen Adapter kriegt man halt keinen Strom auf das Gerät und kann dann auch die interne Batterie nicht laden. Und das Display braucht ohnehin Strom, das heißt, da gibt es nicht mal eine Batterie. Insofern das noch als Info für euch. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und wie gesagt, für den Preis hätte das nicht passieren sollen und darf das auch nicht passieren. So, jetzt aber zur Inbetriebnahme. Wir haben hier also unseren Netzadapter. Den steckt ihr einfach in eine Steckdose eurer Wahl. Das habe ich jetzt hier drüben mal gemacht. Ich habe da eine Steckdose vorbereitet. Und jetzt sehen wir auch dieses grüne Licht, wovon ich gesprochen habe. Das leuchtet, das heißt, wir haben Strom. Dann nehme ich meinen Anschlussstecker. Und habe hier auf der Seite zum einen den Anschluss. Das Kabel ist in dem Set auch mit dabei. Beziehungsweise ich glaube, ich habe es extra bestellt, weil es standardmäßig nicht dabei ist. Das Verbindungskabel eben zwischen Display und Einheit. Ich mache jetzt aber, probiere jetzt mal demonstriere mal den Wi-Fi-Modus. Dann haben wir hier unseren Stromstecker. Der wird einfach nur reingeklipst. Dann sehen wir, leuchtet hier oben auch direkt ein rotes Lämpchen. Und hier jetzt leuchtet unser grünes Lämpchen, unser Home-Button oder unser Navigationsbutton. Die Haupteinheit habe ich vorher bereits geladen. Das heißt, hier drücke ich einfach nur auf den An-Knopf. Dann signalisiert sie über das rote Licht, dass sie bootet. Es kommt eben auch das Bootgeräusch. Was jetzt nicht mehr kommt wie beim RN1, ist dieser Motorensound und irgendwie so ein fancy Bild. Beziehungsweise vielleicht sieht man das Bild einfach nicht, weil der Display eben noch nicht bereit ist. Der Display hat hier einen An-Aus-Knopf, der wird aber normalerweise, man sieht das jetzt hier, eben aufgeweckt über die Einheit. Wenn er erkennt, da ist eine Einheit in der Nähe, dann startet er auch die Suche. Er versucht sich also erstmal immer per WLAN zu verbinden oder per Wi-Fi und alternativ kann man dort eben auch das Kabel anschließen.
Ich mache das jetzt mit dem Wi-Fi. Ich habe das vorher, wie gesagt, schon mal ausprobiert und ich muss sagen, die Erfahrung ist so ein bisschen gemischt. Also man sieht jetzt hier schon, das ist nicht super schnell. Also bei dem All-in-One, der hat auch ein bisschen gebraucht, bis er gebootet war. Aber diese Suche nach dem Gerät und das Verbinden ist doch etwas zäh. Also so richtig geil ist der erste Eindruck nicht. Klar, man startet das Ding jetzt nicht ständig neu. Nichtsdestotrotz finde ich, wie gesagt, auch da zu dem Preis, wo hier eben die Geräte oder ja, in dem Preisbereich, wo die Geräte angesiedelt sind, da sollte das auf jeden Fall ein bisschen schneller sein. Also das ist nicht wirklich optimal. So, dann kommt eben zwischendurch dieser Bildschirm, wo man gar nicht weiß, was passiert. Das ist auch normal, das hatte ich jetzt auch schon. Da sollte man sich nicht irritieren lassen. Das ist jetzt irgendein Problem in Bezug auf die Datensynchronisierung. Nach einer gewissen Zeit müsste eigentlich dann das gewohnte Menü erscheinen. Genau, hier haben wir jetzt das gewohnte Menü. Hier oben sehen wir den Ladestatus der Hauptstation. Wie gesagt, das Display hat, so wie ich das jetzt verstanden habe, weil ich habe es auch schon länger am Strom gehabt und ohne Strom eben nicht anschalten können. Das heißt, das Display selber hat scheinbar keinen Akku, sondern nur die Hauptstation. Dann sehen wir eben unsere Informationen zum Fahrer, die man eingestellt hat. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Das heißt, wenn ihr das Gerät original bekommt, steht hier als Driver Name Default und als Auto auch Default. Was ihr dann macht, ihr geht in das Settings-Menü, geht dann auf den Punkt Driver, habt dann hier normalerweise euren Default-Driver, könnt hier über Edit in eben die Editiereinstellungen des Fahrers, könnt hier, wenn ihr eine Kamera anschließt, auch ein Bild aufnehmen von euch selbst, wenn ihr das wollt, könnt hier eben euren Namen eingeben und habt das dann eben aktualisiert. Wenn ihr nur ein Profil habt, ist das immer standardmäßig vorausgewählt. Wenn ihr mehrere Fahrer habt, könnt ihr hier eben einen anwählen und über Set den dann als Standardfahrer markieren. Genauso geht es auch beim Auto anlegen. Ihr startet hier im Hauptmenü unter Settings, geht dann auf den Einstellpunkt Car, könnt hier ein bestehendes Auto, normalerweise wie gesagt steht hier Default, dann geht ihr hier unten auf Edit und könnt dann dort den Namen eures Autos eingeben und könnt auch eine Nummer vergeben. Wenn ihr jetzt bereits die Basisstation mit dem OBD-Kabel im Fahrzeug verbunden habt, könnt ihr hier auch nochmal entsprechende Optionen für das CAN-Bus-Signal einstellen, also welches Protokoll und ähnliches, beziehungsweise ihr seht, welches Protokoll erkannt wird und könnt Einstellungen machen zum Tacho. Also was heißt Einstellungen? Ihr seht halt einfach eure Tacho-Informationen aus dem Auto, sofern die über CAN-Bus übertragen werden können. Wie gesagt, je nachdem, welches Auto ihr habt, kann es sein, dass gewisse Telemetriedaten angezeigt werden und andere wieder nicht. Das hängt einfach davon ab, wie gut Race Navigator das spezifische OBD-Protokoll für euer Fahrzeug integriert hat. Was aber immer geht, sollten die Standardwerte sein, wie zum Beispiel Gaspedalstellung, Öl- und Wassertemperatur sowie Geschwindigkeit und andere. Geschwindigkeit kriegt ihr über GPS. Was ist denn noch so eine Sache gewesen, die außer Gaspedalstellung, Öl- und Wassertemperatur, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, bei meinem OBD-Plug, das waren die 3 Informationen, die irgendwie noch zusätzlich kamen. Wenn das Gerät eben für euer Fahrzeug noch optimierter ist oder einfach zusätzliche Daten abgreifen kann, können auch noch solche Informationen angezeigt werden wie Lenkradwinkel oder auch Bremspedalstellung. Wie gesagt, das hängt immer vom Fahrzeug ab. Ihr könnt hier auch mehrere Fahrzeuge hinterlegen, ähnlich wie es bei den Fahrern ist, indem ihr einfach über Add ein neues Fahrzeug hinzufügt. Das Fahrzeug, was ihr hier unter Car standardmäßig auswählen wollt, selektiert ihr und geht eben auf Set. Also das ist analog zu der Fahrereinstellung. Dann kann man hier auch spezifisch schon mal einen Track einstellen oder halt, sage ich mal, wenn ihr wisst, euer nächstes Event ist am Track XY, dann könnt ihr hier in der Track-Auswahl, das mache ich auch immer vorher schon, ich fahre meistens Hockenheimring, das heißt hier bei mir ist jetzt auch schon Hockenheimring voreingestellt, die Grand Prix-Version, da wählt ihr die entsprechende Version aus, geht auf Set und dann ist das eben auch schon voreingestellt und sobald ihr euch mit dem Fahrzeug auf der Strecke bewegt und eine Aufnahme startet, erkennt er anhand der Streckenvorwahl, wo ihr euch GPS-technisch befindet und ihr könnt dann später eben auch in der Telemetrie wunderbar sehen, wo ihr euch auf der Strecke zu der gewissen Zeit bewegt habt. Dann unter Events hat man eben verschiedene Modi. Hier ist jetzt der Track Day und Race Modus angewählt. Andere Modi sind bei mir jetzt scheinbar gar nicht installiert und freigeschaltet. Das kann man dann eben
zusätzlich noch machen. Aber das ist auch genau der Modus, den ich haben wollte, Track Day und Race. Was auch noch interessant ist, die Geschichte mit den Layouts. Ich fahre ja immer so ein Zwei-Kamera-Layout, wie ich vorher auch erwähnt habe, und das ist dieses hier, was ich fahre. Two Cameras Dashboard Racing, das heißt, ihr habt also eine Kamera, die den Fahrer zeigt, hier unten links, dann habt ihr die Hauptkamera, die nach vorne geht, ihr habt eure G- oder G-Kräfte-Informationen, ihr habt so ein kleines Dashboard, wo ihr eben seht, die Drehzahl, stimmt, Motordrehzahl, das ist auch noch sowas, was standardmäßig immer ausgegeben wird, zusätzlich zur Gaspedarstellung und den Öl- und Wassertemperaturen. Das seht ihr dort, Rundenzeit, ihr seht die Strecke. Ihr habt hier unten nochmal eine Möglichkeit, ein Logo zu platzieren. Das kann man auch machen, indem man hier über das Gerät geht. Das heißt also, ich gehe nochmal zurück, wir fangen an unter Settings, dann gehen wir unter Gerät oder Device und da habt ihr die Möglichkeit Logo und da jetzt euer Logo auszuwählen. Ich habe hier schon mein Logo hinterlegt. Das funktioniert so, ihr packt eine PNG- oder JPEG-Datei auf einen USB-Stick, steckt den USB-Stick irgendwo in der Haupteinheit ein, dann wird das hier automatisch erkannt. Ihr könnt die entsprechende Datei auswählen. Ne? Ihr seht dann auch die Vorschau. Drückt dann wieder auf Set, ähnlich wie bei dem Fahrer- oder Auto-Menü. Und das ist dann eben der Standard, der ausgewählt und eingestellt wird. Dann habt ihr hier nochmal Möglichkeiten zur Videoqualität. Die habe ich jetzt mal auf hoch gestellt. Das hatte ich bei meinem RN1 auch so gemacht. Und das waren auch so die Schritte, die ich standardmäßig am Anfang immer einmal einstelle. Das ist so das Grundsetup, was ich habe. Wenn ihr jetzt mehrere Autos habt, wie gesagt, könnt ihr da ja mehrere Autos hinterlegen. Wenn ihr das mit mehreren Fahrern verwendet, könnt ihr die schon vorkonfigurieren. Das spart euch nachher alles Zeit, wenn es dann darum geht, wirklich zu fahren. Eine Sache, die mir jetzt auch noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ich weiß noch nicht, woran es liegt, da muss ich mit den Support-Mitarbeitern von Race Navigator nochmal sprechen. An dieser Wi-Fi-Einheit ist ja ein USB-Anschluss. Und jetzt hatte ich gehofft und geglaubt, da kann ich ja einfach jetzt meine Kamera anschließen, die ich auf mich richten möchte, denn der Display ist ja ungefähr in der Position, wo ich, sage ich mal, ganz gut gefilmt werden kann. So habe ich es ja, wie gesagt, bisher auch bei meinem RN1 gehabt, nur dass die Kameras eben direkt am Gerät waren. Ich habe das ausprobiert, ich habe es nicht hinbekommen. Die Kamera wird hier nicht erkannt, also ich kann dann unter den Einstellungen die Kamera nicht sehen. Ich kann euch das nochmal zeigen. Er sagt jetzt No Camera Connected. Dann nehme ich hier meine Kamera mit dem USB-Kabel, stecke das hier in den USB-Port rein. Der USB-Port hat lustigerweise auch tatsächlich so eine Verriegelung für diesen USB-Stecker. Hier ist so eine Verriegelungsschraube. Aber ihr seht schon, es kommt einfach kein Bild, keine Information, no camera connected. Wenn ich das gleiche jetzt mache an dem Anschluss von der Basiseinheit, der hat 2 von diesen Verriegelungspunkten, das heißt, da kann man das also fest montieren. Da sehen wir, da kommt sofort Bild. Ja, also das ist natürlich auch so eine Sache, stellt für mich ein bisschen die Sinnhaftigkeit dieses Wi-Fi-Displays in Frage. Also zum einen hat das Ding scheinbar keinen Akku, also ich muss es immer mit Kabel betreiben. Also wo ist der Vorteil von einem kabellosen Display, wenn ich dann doch ein Kabel brauche? Das ist irgendwie, macht für mich keinen Sinn, das ist nicht konsequent zu Ende gedacht, da hätte ich mir irgendwie mehr erwartet. Das nächste ist, da ist ein USB-Anschluss dran, es wird aber eben keines der Standardgeräte, also hier zum Beispiel jetzt eine Kamera erkannt. Also warum habe ich da diesen USB-Anschluss? Es ist auch wieder, macht für mich keinen Sinn, ist nicht konsequent zu Ende gedacht. Also wie gesagt, von dem Display bin ich bisher noch nicht überzeugt. Das ist irgendwie so ein fauler Kompromiss, finde ich. Da ist dann vielleicht doch besser, wenn man auf das normale Display zurückgreift. Das normale Display ist allerdings auch wieder nicht ganz konsequent zu Ende gedacht. Wir haben hier diese Abdeckung, die können wir hier mit dem Knopf können wir die lösen. Die Verriegelung von der Abdeckung, dann kommt die weg und dann sehen wir hier einen Anschluss. So, und dieser Anschluss ist, Achtung, tada, für das Nicht-Wi-Fi-Display. Das bedeutet, das einzige Display, was es noch gibt für den Pro, was kein Wi-Fi-Display ist dafür gedacht, dass man das fest da vorne ranhängt. Und dann habe ich ja praktisch wieder den RN1. Klar, ich habe mehr Speicher, aber letzten Endes sieht das Gerät dann 1:1 aus wie ein RN1, ohne die beiden Kameras an der Seite. Also da muss ich sagen, ja,
Idee war gut, aber leider die Umsetzung schlecht. Wie gesagt, ich werde mit den Jungs nochmal sprechen, auch wenn ich bisher der einzige Kunde war, dem es aufgefallen ist. So ganz Sinn macht das für mich noch nicht. Das ist irgendwie nicht so doll. Dann, wie gesagt, diese Geschichte mit dem Stromadapter. Und hier ist auch so eine Sache. Also bei dem Preis, sollte nicht passieren. Wenn ich das jetzt hier aufschraube und mir einfach mal anschaue, wie sind denn die Verbindungen von dem Stecker. Und ihr seht das hier unten, die sind gelötet, soweit alles in Ordnung, ja. Aber wir alle wissen, bei so einem Stecker und bei so Kabeln, da kann es durchaus auch mal passieren, dass die brechen. Und jetzt sind die aber hier unten nicht wirklich abisoliert. Das bedeutet, also wenn so ein Kabel bricht und verrutscht, haben wir hier sofort einen kurzen. Also da hätte ich halt einfach erwartet, dass man diese Leitung hier, dass man da einen Schrumpfschlauch drüber macht und das einfach bis unten abisoliert. Das heißt, selbst wenn da mal ein Kabel bricht, ist die Gefahr von einem Kurzschluss einfach extrem gering. Klar, das ist jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, wird das so gut wie nie passieren, aber dennoch bei dem Preispunkt, der hier für die Geräte aufgerufen wird, ja, kann man das schon mal machen, finde ich. Ne? Also das ist, ja, da hat man sich ein bisschen was gespart. So, das soll es jetzt in diesem Video gewesen sein. Jetzt habt ihr einen kurzen Überblick, was ist denn bei dem Race Navigator Pro dabei. Wie gesagt, es gibt hier Sets. Ich habe mich jetzt nicht dafür entschieden, ein Set zu nehmen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen individueller. Einfach aus dem Grund, da ich eben schon eine Kamera hatte. Ich habe euch jetzt ein bisschen gezeigt, wie findet ihr euch am Anfang im Menü zurecht. Was sind so die ersten Schritte, die ich empfehlen würde oder die ich immer zuerst mache, die man konfigurieren sollte. Wie das eben mit diesem Wi-Fi-Display funktioniert, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht. Da dürft ihr euch nicht erschrecken lassen, wenn am Anfang erstmal nichts passiert oder nur dieser Bildschirmschoner kommt. Wie gesagt, ich hoffe, für euch waren ein paar interessante Informationen mit dabei. Das nächste Video, was ich mache, geht dann um den Einbau der Einheit, dass ich das im Auto schön platziere, die ganzen Kabel alle ordentlich verlege und das Ganze dann sozusagen immer fest montiert ist und ich lediglich noch den Display am Trackday-Tag in Betrieb nehmen muss. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao!